Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frag Schuster. Heute habe ich mir ein Zuschauerthema für euch dabei. Und zwar, ihr seht es hier, AdBlue. Tausende Male gefühlt gefragt von euch, was muss man hier beachten, wie funktioniert das Ganze eigentlich, was ist eigentlich alles AdBlue, wie ist das Ganze im Auto aufgebaut, was gibt es da für Probleme, die da entstehen können. Und all das werden wir in diesem Video für euch klären, damit da keinerlei Fragen mehr offen bleiben. Wenn euch das interessiert, bleibt auf jeden Fall dran, gleich nach dem Intro legen wir los. Wenn ich jetzt hier schon so schön am Tankdeckel stehe, lasst uns gleich mal über den Namen sprechen. Vielleicht habt ihr AdBlue schon öfter mal gelesen. Ist da irgendwas Blaues drin oder ist da irgendwas Besonderes? Nein, das ist tatsächlich wirklich ein Fantasiename, also ein Markenname, der eingetragen ist. Ähnlich wie bei Tempo Taschentuch. Also die meisten sagen irgendwie Tempo, obwohl es eigentlich ein Taschentuch ist. Und hier ist es eben AdBlue. Unten drunter steht dann tatsächlich auch noch DEF da. Das kommt aus dem Englischen. Und das ist dann sozusagen Diesel Exhaust Fluid, also Dieselauspufflüssigkeit. Das wäre dann sozusagen der Begriff Taschentuch, also das eigentliche Produkt. In Europa hat sich aber AdBlue wirklich, ja, kann man sagen, durchgesetzt. Deswegen sagt irgendwie auch jeder AdBlue. Aber in anderen Ländern wird eben das Ganze meistens DEF genannt. Ja, was ist AdBlue eigentlich? Dazu habe ich hier mal so einen kleinen Kanister vorbereitet. Ihr seht schon hier so ein 10 Liter Gebinde. Eine sehr, sehr gängige Größe. Gibt es auch als 5 Liter, 1 Liter, aber meistens wird es dann nur teurer. Und natürlich könnt ihr das Ganze auch in der Tankstelle zapfen. Da ist es meistens noch ein bisschen günstiger. Wie ihr vielleicht schon sehen könnt, das Ganze ist absolut klar, schaut erstmal aus wie Wasser, was auch daran liegt, dass hier ein sehr hoher Prozentsatz Wasser dran ist. Es steht nämlich genau genommen aus 32,5% reinem synthetisch hergestelltem Harnstoff und dem Rest aus demineralisiertem Wasser. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, Harnstoff, Mensch, muss ich das dann wirklich kaufen? Kann ich das nicht irgendwie selber produzieren? Nein, im menschlichen Urin besteht nur aus ca. 2–4% Harnstoff. Der Rest sind Abfallprodukte, Proteine, was auch immer. Hat in so einem Auto nichts zu suchen und wird er auch nicht funktionieren. Jetzt haben wir hier noch ein paar spezifische Lagereigenschaften, über die wir mal reden müssen. Das ist zum einen mal die Lagertemperatur. Wir haben hier einen vorgegebenen Wert von ca. -5 Grad bis +30 Grad. Das ist also die ideale Temperatur. Wenn man da zum Beispiel eben nach oben stark abweicht, altert das Produkt auch deutlich schneller. Deswegen gibt es bei AdBlue auch immer ein Haltbarkeitsdatum am Behälter. Da scheiden sich so ein bisschen die Geister. Die einen sagen 1,5 Jahre, die anderen sagen bis zu 4 Jahre. Wir schauen mal hier auf diesen Behälter drauf. Der hat auch ein Haltbarkeitsdatum und zwar bis zum 4.1.2027. Ich muss dazu sagen, ich habe den im Februar 2024 bestellt, also kann man sagen ungefähr 3 Jahre. Wichtig ist, Lagerung möglichst auch vor Sonnenlicht geschützt. Jetzt haben wir hier relativ viel Wasser drin. Das hat natürlich ein Problem. AdBlue neigt zum Gefrieren bei -11 Grad oder weniger. Haben sich natürlich die Autohersteller auch drauf, wie soll ich sagen, eingeschossen. Deswegen haben eigentlich alle Fahrzeuge mit AdBlue-Tank auch eine Heizung drin, dass das Ganze dann auch im Winter funktioniert. Ist aber auch gar kein Problem, wenn es wirklich mal bei euch gefriert im Auto, wenn es zum Beispiel längere Zeit steht oder wo es ablagert. Wenn das Ganze wieder auftaut, funktioniert es ganz einwandfrei, verliert also nicht an Qualität. Jetzt hatten wir ja gerade schon den Tank genannt und die mit am häufigsten gestellte Frage von euch war natürlich, was verbraucht denn eigentlich so ein Fahrzeug an AdBlue, weil es natürlich auch Kosten bedeutet. Und die Frage ist tatsächlich gar nicht so einfach zu beantworten, denn das ist ein wenig abhängig von Auto zu Auto. Das heißt, wie groß das Fahrzeug ist, wie viel Leistung das Fahrzeug hat, wie viel das Auto verbraucht, was es auch für ein Motor in diesem Auto drin ist. Also lässt sich hier nicht pauschal beantworten. Ich gebe euch aber gerne mal zum Beispiel für so einen CX-60 oder für so einen CX-5 so ein paar Anhaltspunkte. Wir haben jetzt bei diesem Fahrzeug ungefähr einen Durchschnittsverbrauch von 6 Liter. Mazda sagt selber in seinen Anleitungen, dass der AdBlue-Verbrauch so circa zwischen 2% und 4% vom verbrauchten Liter Kraftstoff liegt. Auf 1000 Kilometer gerechnet bedeuten 2% bei diesem Fahrzeug 1,2 Liter AdBlue. Bei 4% wären es dann eben das doppelte 2,4 Liter. So, wir haben allerdings in der Realität festgestellt, dass diese Werte viel zu hoch gegriffen sind und die meisten Kunden deutlich weniger AdBlue verbrauchen. Wir würden jetzt mal so sagen, circa zwischen 1 und 2%. Das heißt, das Ganze reicht tatsächlich noch mal deutlich länger. Jetzt ist es aber auch so, dass es Kunden gibt, die tatsächlich nicht so viele Kilometer im Jahr fahren. Und deswegen gibt es auch nochmal eine, wie soll ich sagen, eine Pflicht, dass wenn man eben nach 4 Jahren es nicht geschafft hat, das AdBlue hier richtig zu verbrauchen, also wenn man wesentlich weniger als 10.000 Kilometer pro Jahr fährt, dann ist es so, dass man hier den Tank nach diesen 4 Jahren wirklich mal komplett entleeren muss, also abpumpen muss und frisch auffüllen muss.
damit einfach sichergestellt ist, dass da nicht noch irgendwelche alten Reste drin sind, die dann eben nicht mehr funktionieren. Jetzt stellt ihr euch vielleicht genau wie ich auch die Frage, warum hat man dieses AdBlue eigentlich integriert? Wie funktioniert das Ganze technisch, beziehungsweise warum ist es eigentlich notwendig? Und da das Ganze so ein bisschen komplexer ist, um es hier so locker flockig zu erklären, hätte ich gesagt, beame ich mich mal ganz kurz an den Rechner. Da habe ich ein bisschen was für euch vorbereitet und ich glaube, dann ist es auch leichter zu verstehen. Um das Funktionsprinzip von AdBlue besser verstehen zu können, gehe ich einfach mal noch einen Schritt zurück und wir schauen uns mal die Abgasbestandteile bei so einem Dieselmotor eigentlich mal an. Ich glaube, dann ist es ein bisschen besser nachzuvollziehen. Und da gibt es natürlich einiges, was also im Auspuff rauskommt, einiges, was absolut unkritisch ist und einige Sachen, um die wir uns kümmern müssen. Und wir fangen mal mit den ersten drei an. Das ist einmal Stickstoff, N2, O2 Sauerstoff kennt ihr und H2O Wasserdampf oder Wasser. Das sind absolut unkritische Stoffe, um die müssen wir uns eigentlich nicht kümmern. Die brauchen wir sogar zum Leben. Also passt so, kann man so lassen. Dann haben wir noch CO2, Kohlenstoffdioxid, ist gesundheitlich auch absolut unbedenklich. Allerdings ist es so, dass es ein sogenanntes Treibhausgas ist. Das heißt, in großen Mengen ist es eben unerwünscht. Es sorgt dafür, dass das Klima sich erwärmt und sollte generell eben reduziert werden. Aber wir als Menschen atmen jeden Tag CO2 aus. Also uns kann es sozusagen erstmal nichts anhaben in normalen Dosen. Dann haben wir allerdings noch 4 kritische Stoffe, um die wir uns kümmern müssen. Die sind hier unten. Das ist einmal das sogenannte NOx oder NO2 auch teilweise genannt, also Stickstoffdioxide oder Stickstoffoxide. Dann haben wir CO, das steht für Kohlenstoffmonoxid. Dann haben wir CH, das ist Kohlenwasserstoffe und natürlich dann die sogenannten Rußpartikel, die man mit PM entsprechend bezeichnet. Und speziell dieses Video kümmert sich ja um AdBlue, das heißt heute speziell um das Thema NOx, Stickstoffoxide, denn dafür ist das AdBlue tatsächlich da. Das picken wir uns jetzt mal ein bisschen näher raus und besprechen mal kurz, wo kommen denn diese Stickstoffoxide eigentlich her. Und die entstehen eben hauptsächlich dann, wenn man hier mit sehr, sehr hohen Verbrennungstemperaturen arbeitet. Das ist grundsätzlich mal erwünscht, dass man also durchaus hier mit hohen Verbrennungstemperaturen arbeitet, aber da entstehen eben auch diese Stickstoffoxide, die eben nicht erwünscht sind. Also versucht man wieder dagegen zu arbeiten, indem man eben zum Beispiel die Temperaturen wieder verringert. Es gibt 2 Methoden. Einmal das klassische sogenannte Abgasrückführungssystem. Vielleicht habt ihr schon mal irgendwo AGR oder sowas in der Art gehört. Das heißt, hier werden eben Abgase, die schon verbrannt sind, wieder eingeführt in geringem Maße, um die Sauerstoffkonzentration im Verbrennungskammer zu reduzieren und dadurch natürlich die Temperatur wieder so ein bisschen zu reduzieren. Also auch das eine wirksame Methode. Bei Mazda haben wir noch eine weitere Spezialität, die tatsächlich auch patentiert wurde. Das ist die sogenannte Sky-Technologie. Vielleicht habt ihr das auch schon mal irgendwo gelesen. Bei unseren Motoren heißen immer Sky-Active D für die Diesel, Sky-Active G für die Benziner. Und die Besonderheit ist hier, dass diese Fahrzeuge mit einer besonders niedrigen Kompression beim Diesel arbeiten. Und durch diese niedrige Kompression haben wir weniger Reibung im Verbrennungsraum. Wir haben dadurch aber auch natürlich weniger Wärme und deswegen auch eine deutlich bessere Abgaswerte. So, das ist auch der Hintergrund, warum Mazda hier extrem lange ohne dieses AdBlue-System ausgekommen ist, während die meisten Autohersteller schon teilweise bei Euro 5 oder Euro 6 hier AdBlue-System integrieren mussten wir das Ganze erst so mit Wechsel zwischen Euro 6c und Euro 6d machen. Das heißt, wir konnten eben sehr, sehr lange ohne dieses Zusatzsystem auskommen. Mittlerweile sind die Abgasnormen allerdings so streng geworden, dass es eben nicht mehr ohne dieses System funktioniert. Ja, und das Ganze ist jetzt eben hier ein sogenanntes SCR-Katalysatorsystem. Da kommen wir gleich nochmal dazu und da besprechen wir jetzt auch mal, wie das Ganze dann wirklich umgewandelt wird, was das System dann tatsächlich macht. Hier an dieser Stelle seht ihr mal eine schematische Darstellung vom Abgastrakt und dazu gehört natürlich ein Motor, der diverse Abgase hier durch ein Katalysatorensystem durchjagt. Und ihr seht schon, wir haben hier einen Oxy-Cut, klären wir gleich noch. Wir haben auch einen SCR-Cut, da stand gerade vorhin schon mal der Begriff da. Was heißt der eigentlich? SCR steht für Selective Catalytic Reduction. Und wenn man das Ganze mal so ein bisschen übersetzt ins Deutsche, ganz einfach, das heißt, man nimmt sich selektiv bestimmte Stoffe, die unerwünscht sind und wandelt die eben chemisch in Stoffe um, die deutlich erwünschter sind. Genau das macht das System im Endeffekt auch. Wir haben hier unsere 4 unerwünschten Stoffe, einmal NO, CO, CH und PM. Ihr seht das Ganze hier nochmal so ein bisschen farblich dargestellt. Das Ganze fließt jetzt in die erste Stufe vom Katalysatorsystem rein, in den sogenannten Oxy-Cut. Der Oxy-Cut ist im Endeffekt so ein ganz klassischer Katalysator, wie man das von früher kennt. Mittlerweile muss man allerdings dazu sagen, dass die Autohersteller meistens den Oxy-Cut komplett mit dem Partikelfilter in eine Einheit einbauen. Hier ist das Ganze noch ein bisschen anders dargestellt. Wahrscheinlich wurde dann hier der Partikelfilter ganz am Ende nochmal hingebaut, aber mittlerweile ist es, wie gesagt, ganz, ganz nah am Motor. So, was macht der Oxy-Cut? Der schnappt sich als allererstes schon mal das CO und das CH
und macht daraus eben ganz unbedenklich CO2 und H2O und Wasserdampf. Da kann man da schon mal einen Haken dran machen. Um die Sachen haben wir uns gekümmert. Die Partikel werden dann in diesem jetzt nicht für euch sichtbaren, aber heute vorhandenen Partikelfilter auch eliminiert. Jetzt bleibt im Endeffekt noch unser Stickstoffoxid. Das Ganze wird dann in Stickstoffdioxid umgewandelt oder umgangssprachlich sagt man auch meistens NOx oder NOx dazu. So, und jetzt kommt unser sogenannter SCR-Cut oder auch unser AdBlue-Einspritzsystem. Das Ganze sieht man jetzt hier so ein bisschen grünlich, auch wenn es nicht grünlich ist. Dadurch fällt es ein bisschen mehr auf. Das heißt, das Ganze wird eingesprüht. Und dieses Einsprühen und durch eine gewisse Temperatur entsteht aus AdBlue Ammoniak. Und Ammoniak steht für NH3. Ich habe euch das mal so ein bisschen blau hier dargestellt, weil AdBlue, denkt ihr vielleicht, lässt sich das ein bisschen leichter anschaulicher machen. Dann haben wir unser NOx und aus diesen zwei Stoffen wird dann in diesem SCR-Cut eben wieder zwei erwünschte Stoffe. Haben wir einmal N2, das ist unser Stickstoff, das habt ihr gerade vorhin schon gelesen, und Wasserdampf und natürlich auch noch CO2. Jetzt muss man natürlich auch fairerweise sagen, so ein Katalysatorsystem, das kann nicht 100% leisten in dieser Zeit. Wir haben ja hier auch wirklich nur so eine sehr kurze Durchflusszeit. Das heißt, wir reden hier von ungefähr einem Wirkungsgrad von 90%. Oder natürlich, man versucht das auch immer mehr zu steigern. Ja, und das ist sozusagen unser AdBlue-System in der schematischen Darstellung. Und ich zeige euch das jetzt am besten mal direkt live an einem Fahrzeug. Ich glaube, dann kann man sich das bei so einem, zum Beispiel bei einem CX-5 ganz gut mal vorstellen. Ich habe mir jetzt hier mal einen Mazda CX-5 für euch geschnappt. Wir haben alle Verkleidungen weggebaut und hier kann man auch ganz gut das Abgasschema sehen, das ich euch gerade in der Präsentation gezeigt hatte. Wir haben vorne also den Motor, den seht ihr jetzt tatsächlich nicht so gut, aber hier könnt ihr es vielleicht auf dem Video dann doch erkennen. Dieses große silberne Teil, seht ihr das? Ich sage jetzt mal so eine silberne Tonne. Das ist unser Oxidationskatalysator in Kombination mit dem Partikelfilter. Geht dann hier runter durch das Flexrohr. Hier haben wir dann ein weiteres erstes System, das ist das sogenannte SCR, also AdBlue-Einspritzung. Hier ist die Zuleitung dazu. Hier sind auch diverse Sensoren verbaut. Wir wollen natürlich auch immer wissen, ja, wie müssen wir das Ganze dosieren. Nicht zu viel, nicht zu wenig. Hier ist dann unser SCR-Katalysator, den ich euch schon erklärt hatte, wo man dann eben den Ammoniak und die Stickstoffoxide umwandeln. Und mittlerweile ist es auch so, dass es noch ein weiteres System gibt, das ihr nicht in der Präsentation gesehen habt. Das ist hier vorne. Das heißt im Endeffekt Ammoniak Slip Catalyst, also ASC. Und man kann auch einfach sagen, es ist ein Ammoniakabscheider. Durch dieses AdBlue entsteht ja durch Wärme Ammoniak. Und Ammoniak ist tatsächlich eine Geruchsbelästigung, riecht ein bisschen unangenehm, brennt ein bisschen in den Augen. Und die Autohersteller machen das so, dass man grundsätzlich immer so ein bisschen mehr einspritzt, um sicherzustellen, dass wirklich die Abgaswerte passen. Immer noch besser als zu wenig. Allerdings will man dann hinterher diese Geruchsbelästigung vermeiden. Das heißt, hier wird dann das überschüssige Ammoniak einfach aufgefangen und verarbeitet, sodass hinten dann wirklich auch nichts mehr Unangenehmes rauskommt. Und dann haben wir hier hinten noch den sogenannten AdBlue-Tank. Den kann man hier auch ganz gut sehen. Haben auch mal die Verkleidung weggebaut. Die AdBlue-Tanks sind unterschiedlich groß. Klären wir gleich auch nochmal. Dann im nächsten Thema, und hier sieht man unten eine relativ große Einheit. Das ist jetzt wirklich so eine Kombinationseinheit. Wir haben hier die Pumpe drin, diverse Sensoren und natürlich auch die Heizung. Ich hatte euch ja vorhin gesagt, bei minus 11 Grad fängt das Ganze an zu gefrieren. Hier wird es dann eben sofort nach dem Start aufgeheizt, dass auch wirklich die Abgaswerte dann direkt bei sehr, sehr kalten Temperaturen passen. Wenn wir jetzt hier gerade schon so schön beim Thema Tank sind, stellt sich natürlich die Frage, ja, wann muss ich denn diesen Tank auffüllen? Gibt es da irgendwelche Wandlampen, die da auftauchen? Wie viel Liter passen denn da eigentlich rein und was kann dabei schief gehen oder sollte dabei nicht schief gehen? Und das klären wir jetzt mal direkt am Fahrzeug. Ich sitze jetzt hier mal in einem Mazda CX-5, denn grundsätzlich ist es so, dass die AdBlue-Systeme sich von den Modellen teilweise unterscheiden und was es da für Meldungen gibt. Allerdings ist der CX-5 ganz, ganz ähnlich zum Mazda 6. Deswegen könnt ihr für diese beiden Modelle jetzt mal hier Folgendes anwenden. Bei den Autos gibt es im Tacho eine sehr einfache Möglichkeit nachzuvollziehen, wie voll der AdBlue-Tank ist und wie viel Reichweite man noch hat, damit man weiß, ob sich jetzt ein Auffüllen lohnt oder nicht. Das geht ganz einfach. Ihr drückt hier eure Infotaste, schaut dann auf den Tacho. Dann habt ihr da ganz verschiedene Darstellungen, Verbrauch, Assistenzsystem und eins. Das schaut so ein bisschen aus wie so eine Pustewolke mit Tropfen. Ja, und ihr seht hier schon AdBlue fällig nach. Das erste, das ist der Füllstand. Unser Tank ist jetzt also ungefähr zu 50% voll und das Auto gibt jetzt hier eine Reichweite von 8.310 Kilometern aus. Und das ist natürlich jetzt auch wirklich individuell. Wenn ihr einen etwas höheren Verbrauch habt, dann habt ihr hier vielleicht auch eine niedrigere Laufleistung vom AdBlue. Ich habe euch ja vorher gesagt, ungefähr was der Verbrauch in etwa ist. Ja, und jetzt gibt es natürlich hier auch verschiedene Stufen,
wie euch hier das System warnt, dass es jetzt langsam eng wird, da wie so eine Art Reservelampe vom Tank. Und bei dem Fahrzeug ist es so, dass bei 2400 Kilometer Reichweite oder weniger als allererstes mal schon so eine Art Reservelampe kommt, so wie ihr das gewöhnt seid. Das heißt, hier immer, wenn das Auto startet, gelbe Warnlampe und ihr wisst, ich muss demnächst mal AdBlue auftanken. Wenn dann die Restreichweite 1400 Kilometer beträgt, dann wird eine sogenannte AdBlue Warnlampe auftauchen, die euch kontinuierlich empfiehlt, hier wirklich aufzutanken, so wie wenn die Reservelampe so richtig massiv wird. Und bei 700 Kilometer gibt es dann nochmal eine neuere Stufe. Da wird dann tatsächlich hier das Fahrzeug die Geschwindigkeit sukzessive reduzieren, um euch zu zwingen, das System aufzufüllen. Im Extremfall, wenn ihr das alles ignoriert und nie auftankt, wird bei 0 Kilometer dann irgendwann der Motor nicht mehr starten. Das heißt, ihr macht das Auto irgendwann aus, parkt es und wollt es wieder starten, wird es nicht mehr funktionieren. Ihr müsst dann wirklich auftanken. Hat einfach den folgenden Hintergrund. Man will hier verhindern, dass jemand das System eben nicht auffüllt, dass die Abgaswerte dann hinterher eben nicht mehr passen. Das wäre tatsächlich dann ja so eine Art Steuerbetrug. So, CX-5 und Mazda 6 können wir schon mal einen Haken dran machen. Jetzt schauen wir uns mal den CX-60 an. Bei dem ist es tatsächlich ein wenig anders. Ich habe in diesem CX-60 für euch mal den AdBlue-Tank ein wenig präpariert. Das heißt, wir haben Flüssigkeit entnommen, damit hier die Reservelampe auftaucht. Das hat folgenden Hintergrund. Bei dem Modell kann man nicht beim Fahren nachvollziehen, wie voll der Tank ist, sondern es gibt wirklich nur diese Reservelampe, die euch informiert, dass jetzt irgendwann Zeit wird, aufzufüllen. Und ich zeige euch mal, wie das Ganze ausschaut. Ich versuche mal die Sonne so ein bisschen abzudecken. Da steht es niedriger AdBlue-Stand. Dann steht da auch der exakte Kilometerstand da, bis dann kein Starten mehr möglich ist. Und ich sagte vorhin ja auch schon bei Mazda CX-5 und Mazda 6, das ist genauso auch hier. Bei 2400 Kilometer oder weniger kommt diese Lampe. Ich nenne sie mal Reservelampe. Bei 1400 Kilometer wird sie ein bisschen penetranter. Dann wird auch so eine Warnlampe noch auftauchen. Bei 700 Kilometer oder weniger wird die Geschwindigkeit reduziert. Und wenn 0 Kilometer erreicht sind, wird das Auto dann eben nicht mehr starten, damit es eben sichergestellt ist, dass das aufgefüllt ist. Ja, und es stellt sich natürlich die Frage, wie viel passt denn eigentlich in den Tank rein? Und die Frage ist gar nicht so einfach zu beantworten, denn jedes Modell hat einen unterschiedlich großen Tank. Ich kann euch hier wirklich nur den Tipp geben, schaut einfach da an die Bedienungsanleitung von eurem Fahrzeug rein. Da gibt es exakte Tabellen oder Literangaben, wie viel da einzufüllen ist. Bei Mazda CX-5 und Mazda 6 blende ich euch das jetzt hier gleich mal ein. Ihr seht schon, da gibt es so eine Art Prozentwert mit der Literangabe daneben. Da kann man sich eben schön danach orientieren. Und beim Mazda CX-60 ist es so, hier ist die Regelung wie folgt: Taucht diese Lampe das erste Mal auf, also bei 2400 Kilometer sind bitte exakt 6,7 Liter in etwa einzufüllen. Und hier muss man auch wirklich sagen, lieber ein bisschen zu wenig als zu viel. Also bitte nicht denken, ach, ich fülle da noch einen Liter dazu, dann spare ich mir das Tanken. Da passt tatsächlich noch einiges mehr rein, aber nein, bitte nicht überfüllen. Aber dazu kommen wir gleich nochmal zu dem Thema. Denn als allererstes werden wir jetzt mal mit euch zum Tanken gehen, dass ihr auch mal seht, wie so ein Tankvorgang von dem AdBlue abläuft. Und dann werden wir das Ganze auch mal mit dem Kanister machen, ob es da irgendwelche Besonderheiten gibt. Und ich habe gesagt, wir fahren jetzt hier direkt mal mit diesem Fahrzeug zur Tankstelle und gucken mal, wie das funktioniert. Das Ganze funktioniert wirklich ziemlich unkompliziert, genau wie Tanken auch. Ihr macht euren Tankdeckel auf. Ich hoffe, es ist nicht zu windig und ihr könnt mich noch hören. Die blaue Verschlussklappe öffnen. Hier gibt es eine praktische Halterung dafür, da habt ihr das schon mal aus der Hand. Schnappt euch hier die Tanksäule mit dem AdBlue. So weg straff. Und dann geht das Ganze hier rein. Wichtig ist, dass ihr wirklich den Rüssel komplett reinsteckt, damit es auch eine entsprechende Verbindung gibt. Ja, und dann einfach auftanken. 6,7 Liter brauchen wir also. Dann treffen wir uns gleich wieder. Der Tankvorgang ist jetzt abgeschlossen. Das Ganze dauert wirklich auch deutlich länger als beim normalen Tanken, damit man das auch besser dosieren kann. Boah, die ist ja wirklich lästig gemacht hier. Und ja, Tankdeckel wieder drauf, bis es klackt. Hört ihr, glaube ich. Dann ist es fest. Fester wird es nicht. Deckel drauf. Bezahlen nicht vergessen und dann schauen wir gleich wieder ans Auto. Wie ihr sehen konntet, das hat also wirklich gut und einfach geklappt. Wir starten gleich mal den Motor und ihr werdet sehen, dass die Warnlampe noch da ist. Dauert einen kleinen Moment. Da ist sie. Ist auch ganz normal, weil es tatsächlich wirklich einige Kilometer dauert, bis diese Lampe weg ist, beziehungsweise bis das System realisiert hat, dass hier AdBlue aufgefüllt wurde. Die Erfahrungswerte gehen hier so circa zwischen 10 Minuten und einer halben Stunde aus. Also von daher, ja, lasst dem Auto da ein bisschen Zeit, das ist ganz normal. Wir schauen uns wieder ins Geschäft und gucken uns mal den Tankvorgang an, wie das Ganze mit einem Kanister funktioniert. Damit wir das Fahrzeug jetzt hier auch befüllen können, brauchen wir natürlich wieder unser Kanister. Den habe ich schon mal vorbereitet. Das Ganze könnt ihr natürlich auch online bestellen, dass ihr mal so ein Gefühl habt für den Preis. Wir waren jetzt gerade an der Tankstelle, hat das AdBlue heute 1,25 € gekostet. Hier lag der Liter, als ich es gekauft habe, bei 1,40 €, 45, glaube ich, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Also schon ein Stückchen teurer. Man braucht es aber nicht so viel und das ist natürlich auch ein Vorteil, wenn man einfach zu Hause was hat, mal zum Nachfüllen. Ich verlinke euch das einfach mal unten in den Kommentaren und in der Videobeschreibung. Könnt ihr euch ja gerne mal so ein
einen Kanister bestellen, damit ihr immer was zu Hause habt. Dann braucht ihr natürlich einen Rüssel und dann schaut man hier nicht schlecht und denkt sich, Mist, den habe ich vergessen. Nein, nein, der ist tatsächlich ganz gut hier versteckt. Hier ist so ein roter Marker noch, einfach mit dem Fingernagel so ein bisschen öffnen das Ganze. Und da gibt es auch x Kommentare bei diesem Kanister, wo denn dieser Rüssel ist, weil den irgendwie alle nicht gesehen haben. Deswegen haben die auch extra schon ganz fett in der Beschreibung hingeschrieben, befindet sich unter dem Etikett. Dieses AdBlue ist übrigens ja wässrig, es ist absolut geruchsneutral, es brennt nicht, es ist nicht gesundheitsgefährlich, es riecht nicht. Also ihr braucht jetzt nicht mal unbedingt Handschuhe tragen, aber natürlich sollte man sich trotzdem hinterher die Hände waschen. Könnt natürlich auch Handschuhe tragen, aber es schadet eben nicht, wenn er es eben ohne macht. Ich tue jetzt mal den Rüssel hier drauf. So, und beim CX-5 und Mazda 6 hatte ich euch ja gesagt, wir können den Tanklevel auslesen. Wir waren bei 50%. Und wenn wir jetzt in diese Tabelle, die ich euch vorhin angezeigt hatte, reinschauen, dann bedeutet hier jetzt eben 50% 6 Liter bei diesem Fahrzeug. Der Tank ist also ein bisschen größer. Und jetzt müssen wir hier natürlich schätzen und sagen, okay, wir haben 10 Liter Kanister, also ein bisschen mehr wie die Hälfte. Ja, wie gesagt, lieber ein bisschen weniger als zu viel. Deswegen tun wir jetzt hier einfach mal ungefähr die Hälfte des Kanisters rein. Hier habt ihr unseren blauen Abdeckdeckel. Den haben wir jetzt hier einfach hier an so einem Bändchen dran. Könnt ihr so ein bisschen rumbaumeln lassen. Ja, und dann einfach rein damit. Auch lieber ein bisschen langsamer. Lasst euch da ruhig Zeit. Kann man wirklich dann auch ganz ohne Stress machen. Das hat natürlich auch den Vorteil, wenn man das erste Mal macht, ist an der Tankstelle, fühlt man sich da vielleicht ein bisschen unsicher oder beobachtet. Und so kann man zu Hause das Ganze in Ruhe machen, vielleicht unser Video noch nebenbei angucken, wie wir das gemacht haben. Also ich finde das eigentlich eine ganz entspannte Sache. Dauert auch ein bisschen länger. So, wenn ihr euch zwischendurch unsicher seid, durchaus auch mal wieder kontrollieren, wie viel ist reingegangen. Ja, ich würde sagen jetzt im Moment 3 Liter oder so, da geht schon noch was. So, ich würde sagen, vielleicht jetzt ungefähr 5,5 Liter gewesen, das passt. Ich lasse es jetzt dabei, lieber zu wenig als zu viel. Man kann ja immer hinterher dann auch noch mal was nachfüllen. Deckel wieder drauf, ganz genauso wie vorhin auch. Gebt dem Auto ein bisschen Zeit, bis es das Ganze dann auch bemerkt hat. Wie gesagt, im Schnitt so circa zwischen 10 Minuten und 30 Minuten sollte das eigentlich passen. Kann auch mal im Extremfall ein bisschen länger dauern, überhaupt kein Thema. Jetzt kommen wir aber noch zu einem ganz heißen Thema, das ist nämlich das Thema Überfüllen. Es passiert wirklich sehr, sehr häufig den Kunden, gerade wenn man eben das Video nicht gesehen hat oder vielleicht vorher nicht in die Anleitung geschaut hatte, dass man natürlich erstmal hier so viel auffüllt, dass eigentlich das AdBlue schon oben rausläuft. Und da ist folgendes Problem, diese Tanks, die haben unten am Boden einen Ultraschallsensor, der einen gewissen Flüssigkeitsspiegel benötigt. Das heißt, dann gehen die Ultraschallwellen wieder zurück und damit kann der Flüssigkeitsstand im Endeffekt ermittelt werden. Wenn man jetzt den Tank zu voll macht, dann gibt es gar keinen Flüssigkeitsstand mehr, weil das Ganze dann eben schon längst im Rohr angekommen ist und diese Fahrzeuge wissen dann eben nicht mehr, wie voll tatsächlich der Tank ist. Für die ist es dann praktisch so, als wenn der Tank leer wäre. Und damit ihr auch mal wisst, wie sowas aussieht, habe ich euch das Ganze eben präpariert. Wir waren ja gerade mit dem CX-60 tanken und ich habe den Tank absichtlich für euch mal überfüllt, dass ihr auch mal sehen könnt, wie denn so eine Warnlampe ausschaut und ob das Auto danach noch funktioniert oder nicht. Deswegen gehen wir jetzt wieder zurück zum Mazda CX-60. Schauen wir uns als allererstes mal die Warnmeldung an. Ich glaube, das ist auch mal ganz interessant für euch zu sehen. Sieht man nicht jeden Tag. Ihr seht zunächst mal hier oben die typische AdBlue Warnlampe. Und die wird ja sowieso auftauchen, wenn ihr 1400 Kilometer oder weniger Restreichweite hättet. Und jetzt kommt noch diese Mitteilung dazu. AdBlue überfüllt, lassen Sie schnellstmöglich überschüssiges AdBlue ab, Fahrzeug überprüfen lassen. Ich könnte das jetzt hier schließen mit der Infotaste, aber ich gehe mal noch auf eine weitere Mitteilung. Und zwar steht hier jetzt immer noch niedriger AdBlue-Stand, kein Starten bei 2337 Kilometer, also genauso viel wie vorhin. Warum taucht das auf? Ich hatte es euch ja gerade schon erklärt, der Füllstand kann nicht mehr richtig ermittelt werden. Das Auto weiß jetzt nicht sicher, habt ihr es aufgefüllt oder nicht. Und grundsätzlich seht ihr auch schon, ich kann jetzt mit dem Auto noch fahren, es noch normal nutzen. Aber wenn ihr jetzt zum Beispiel das Ganze so ein bisschen auf die Spitze getrieben hättet, das heißt zum Beispiel bei 700 Kilometer oder weniger das AdBlue aufgefüllt hättet, dann habt ihr ja schon gemerkt, oh, das Auto nimmt ein bisschen Geschwindigkeit weg, dann würde jetzt immer noch die Geschwindigkeit reduziert sein, weil immer noch der alte Kilometerstand angezeigt ist. Das heißt, ihr solltet schon wirklich zeitnah hier reagieren. Jetzt nicht das Ding endlos fahren, bis der Tank dann wirklich leer ist. Nein,
es sollte wirklich was getan werden. Am besten ihr geht zu eurem Mazda-Händler, lasst das ein bisschen abpumpen, dass ihr wieder den richtigen Level habt. Oder wenn ihr handwerklich ein bisschen geschickt seid, da gibt es auch so Handpumpen, da kann man das ein bisschen abfüllen. Das Zeug ist nicht giftig, also es ist auch ungefährlich. Könnt ihr also wirklich auch selber machen, ist jetzt kein großes Thema. Ja, Marcel, ich glaube, wir haben so ziemlich alle Fragen zum Thema AdBlue beantworten können, oder ich hoffe zumindest. Haben wir doch irgendwas vergessen? Schreibt es wie immer in die Kommentare rein, dann beantworte ich euch das natürlich noch so schnell wie möglich. Wenn euch dieses Video gefallen hat, denkt dran, uns einen Daumen nach oben dazulassen. Vergesst nicht, unseren Kanal zu abonnieren, Glocke drücken, dann kriegt ihr nämlich immer eine Info, wenn wir ein neues Video hochgeladen haben. Und ansonsten Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns einfach wieder bei der nächsten Folge von Frag Schuster.